gesagt, schon in Ihrer Jugend erlebten Sie eine Nahtoderfahrung. Wie kam es dazu? Ich war samstags in der Badewanne gesessen. Wir hatten Badetag, damals in den 70er Jahren gab es das richtig noch, einen Badetag. Und ich saß in der Badewanne und mein Bruder, der schon fertig war, hat sich neben der Badewanne geföhnt. Und der Föhn ist dann in die Badewanne gefallen, hinter mir in die Badewanne gefallen. Und ich war halt drin in der Badewanne. Daraufhin stand sozusagen unter Strom. Für mich war das natürlich ein sehr überraschendes Ereignis, also weil ich habe ja gar nichts gesehen hinter mir. Und ich bin dann unmittelbar sofort dann in diese Nahtoderfahrung gekommen. Also ich kann mich nur noch kurz erinnern, dass ich irgendwie unter Wasser oder so horizontal dann lag, irgendwie so leicht unter Wasser. Aber dann ging es schon unmittelbar in diese Nahtoderfahrung rein. Was erlebten Sie während dieser Nahtoderfahrung? Zunächst einmal hatte ich ein körperliches Empfinden davor. Also es hat mich so durchgeschüttelt in den Körper. Also da war ich noch sozusagen voll in meinem Körper drin. Und als diese Nahtoderfahrung einsetzte, ist zunächst mal eine unendliche Ruhe eingetreten. Das war so das Erste, was mich sozusagen überrascht hat. Total ruhig, absolut ruhig. Und dann hat mich sozusagen sowohl ein Licht als auch gleichzeitig eine Art tiefe Liebe durchströmt. Das lässt sich schwer erklären. Sie kennen es bestimmt auch durch andere Berichte. Genauso war es bei mir. Also ich bin total durchströmt worden und es kam auch unmittelbar eine Kommunikation mit jemandem oder etwas. Und diese Kommunikation war nonverbal, klar. Also wir haben nicht gesprochen, sondern es lief über irgendwie andere Kanäle. Im Wesentlichen ging es in dieser Kommunikation darum, soll ich jetzt hier bleiben oder nicht? Also das war die Frage. Sie hatten die Wahl, ob Sie hier bleiben konnten. Nee, ich hatte eigentlich nicht die Wahl, aber ich dachte, ich hätte die Wahl, weil ich wäre gern geblieben. Ich vergleiche das immer, wie wenn man morgens noch sehr, sehr müde ist und im Bett liegt und aufwacht und es ist wunderbar warm, es ist vielleicht ein Wintertag und es ist wunderbar warm unter der Decke und man hat keine Lust aufzustehen. So ähnlich war es bei mir. Also ich wollte da eigentlich jetzt nicht raus. Das war wunderschön, das war ein unendlich schönes Gefühl. Allerdings hat dieses Licht sozusagen mir zu verstehen gegeben, dass ich hier nicht bleiben darf. Und ich bin dann in meinen Körper zurückgeschickt worden. Das war sozusagen das Ergebnis. Das Ergebnis war, dass ich wieder in meinem Körper war. Und so wie ich in meinem Körper war und so wie der Körper auch noch unter Strom stand, bin ich trotzdem aufgestanden in der Badewanne und bin aus der Badewanne gesprungen. Haben Sie sich außerhalb des Körpers erlebt oder war das mehr emotionell oder gefühlsmäßig? Doch, ich hatte außerkörperliche Erfahrung, allerdings nicht auf meinen Körper blickend, sondern die Gesamtsituation sehend. Also ich habe meinen Bruder gesehen, mein Bruder hatte versucht, den Föhn aus der Badewanne zu holen mit der bloßen Hand. Das war keine gute Idee. Also er hat auch einen Schlag bekommen und saß dann so benommen in der Ecke. Das habe ich gesehen. Und ich habe auch die Gesamtsituation gesehen in dieser Wohnung. Meine Eltern waren in der Küche und sowohl diese Situation als solche, optisch, als auch alle damit verbundenen Gefühle, Emotionen in einer totalen Ganzheit habe ich wahrgenommen. Das lässt sich ganz schwer erklären. Also es ist einfach, ich habe unmittelbar alles wahrgenommen und auch die Folgen von etwas. Also wenn ich jetzt hier bleiben würde, hätte ich die gesamte Trauer sozusagen wahrgenommen und da habe ich auch gespürt. Das war in einer unglaublichen Komplexität. Trotzdem oder gerade deswegen so unglaublich beeindruckend sozusagen. Es ist extrem intensiv. Können Sie vielleicht noch sagen, von welcher Perspektive Sie das wahrgenommen haben? Von irgendwo oben. So würde ich es am ehesten beschreiben. Ich würde jetzt nicht so sagen, wie vielleicht in manchen anderen Beschreibungen, dass ich genau weiß, dass ich zum Beispiel unter der Decke geschwebt habe oder so. Das würde ich so nicht sagen, aber von oben ja. Also ich habe es von oben gesehen. Vielleicht von weiter oben, weil es eine ganzheitlichere Situation war. Und wie haben Sie das Licht wahrgenommen?
Wir denken ja immer, dass Licht etwas ist, wo wir hinschauen und dann blendet es uns. Das Licht war durch mich durch. Also es war da, es war alles sehr hell, aber es war in keinster Weise blendend. Ich würde auch sagen, dass das Licht nicht allein das Licht ist, sondern dass das Licht alles transportiert, was es ausmacht. Also das Licht beinhaltet zum Beispiel diese tiefe Liebe auch. Und es durchströmt den gesamten Körper. Also es ist es durchdringt einen sozusagen. Es ist zwar da, aber es ist auf eine völlig andere Art und Weise da, wie wir Licht kennen. Und in keinster Weise blendend. Noch einmal zurück zu der Kommunikation. Wie haben Sie dies erlebt? Die Kommunikation mit dem Licht war auch nicht so, wie wir Kommunikation kennen. Wir kennen Kommunikation, indem wir miteinander sprechen zum Beispiel. Es gibt auch nonverbale Kommunikation. Hier war die Kommunikation ganzheitlicher. Also da stand keine Sprache dazwischen zum Beispiel. Es war ein gleichzeitiges Kommunizieren und Verstehen. Vielleicht ist sogar fast mehr ein Verstehen gewesen. Also es lässt sich sehr schwer beschreiben. Es ist eine Kommunikation, die ich so nie gekannt habe und vielleicht man auch hier so irdisch, sage ich jetzt mal, nicht unbedingt erleben kann, sondern es ist eine Kommunikation, die eigentlich auf totalem Verständnis basiert. Also man hat da keine Widerstände im Sinne von, man muss über etwas diskutieren oder nicht, sondern das ist in dieser Einheit findet diese Kommunikation statt. Wie haben Sie die Rückkehr erlebt? Die Rückkehr war sofort, unmittelbar, wie ein Fingerschnipsen. Also die Rückkehr in den Körper, also es gab von diesem Licht die Kommunikation, dass meine Zeit sozusagen noch nicht da ist und ich wieder zurück muss in meinen Körper. Und ich bin dann in einem Augenblick wieder in meinem Körper gewesen und auch ihn wieder total gefühlt, gespürt, genauso wie es zu Beginn war, als der Föhn in die Badewanne gefallen ist. Also genau diese körperlichen Empfinden wieder. Und es war wie ausgeschaltet, auch diese Kommunikation mit dem Licht. Es war nur noch jetzt hier rauskommen. Was für eine Wirkung hatte diese Nahtoderfahrung auf Ihr nachfolgendes Leben? Naja, zunächst mal, also ich würde von verschiedenen Phasen sprechen. Die erste Phase ist vielleicht die unmittelbare danach. Also unmittelbar danach hatte ich große Todesängste. Also ich kann mich erinnern an die Nacht danach, da habe ich mir gedacht, also hier bin ich nochmal von der Schippe gesprungen, aber heute Nacht werde ich sterben. Weil ich ja nicht wusste, was jetzt noch als nächstes passiert. Also da habe ich echt Todesängste gehabt. Im Übrigen hatte ich am nächsten Tag, beziehungsweise am übernächsten Tag, einen unglaublichen Muskelkater. Also an Körperstellen, die man sich überhaupt gar nicht vorstellen kann. Das war so die unmittelbare Erfahrung danach. Es hat für mich dann lange gedauert, bis ich dieses Erlebnis auf irgendeine Art und Weise für mich wieder hervorgerufen habe. Also ich hatte es ja, ich war jugendlich, ich war 12, 13 Jahre alt. Es ist schwer, mit jemandem in diesem Alter darüber zu sprechen. Ich habe es, glaube ich, damals erst gar nicht probiert. Und habe erst mit dem Thema mich wieder beschäftigt, als ich dann später in meiner späteren Berufsausbildung fast zwangsweise wieder mit solchen Themen in Berührung kam. Und da konnte ich mich dann intensiver damit beschäftigen. Auch vor allem natürlich mit der Bedeutung zum Beispiel. Und erkannt, dass das eigentlich eine Nahtoderfahrung war, diese Idee ist Ihnen später einmal gekommen? Oder haben Sie mit 12 schon das Thema Nahtoderfahrung gekannt? Nein, das Thema Nahtoderfahrung als solche kam eben erst später. Ich war ja auch dann später in einem Programm. Und dieses Programm, in dem ich war, ging auch um Nahtoderfahrung von Ärzten. Damals wusste ich nicht explizit, dass es eine Nahtoderfahrung war. Ich hatte ja nur diese Erfahrung gemacht. Ich wusste auch nicht, dass es andere gibt, die sowas machen. Das war für mich total fremd. Was konnten Sie aus dieser Nahtoderfahrung mitnehmen? Ich würde es in zwei Bereiche trennen. Einmal meine ganz persönlichen Erkenntnisse und auch vielleicht auch mein Werdegang
und vielleicht etwas allgemeiner, also dann eher philosophische Hintergründe. Also mein persönlicher Werdegang ist vielleicht dadurch mitgeprägt, das könnte sein. Und meine persönlichen Ansichten sind sicherlich dadurch geprägt worden. Also wenn ich an den Tod generell denke, empfinde ich keine Furcht. Ich weiß ja, was mich erwartet. Und wenn ich an den Tod denke, habe ich auch eigene Ansichten, was das bedeutet für mich. Also für mich zum Beispiel bedeutet der Übergang in den Tod wirklich nur ein Übergang. Das ist wie ein Übergang, wenn Sie in einem Bahnhof in Gleis 3 einfahren und von Gleis 5 wieder wegfahren. Sie sind nur auf einer anderen Spur sozusagen, sind auf einem anderen Gleis. Das läuft parallel vielleicht sogar, das ist denkbar. Herr Bartscher, ist eine Nahtoderfahrung, könnte diese ein Beweis für ein Leben nach dem Tod sein? Ich muss unterscheiden, also ich persönlich sage ja, es gibt so etwas wie ein Leben nach dem Tod. Ich gehe sogar noch ein Stückchen weiter und sage, es gibt ein Leben neben dem Tod. Also es gibt wir haben hier nichts Sequenzielles, sondern wir haben etwas Paralleles. Also ich glaube, es gibt eine Ebene, die ist sowieso präsent. Das ist die nicht körperliche Ebene und die ist heute hier, jetzt überall. Nur weil wir auf der Körperebene uns hier unterhalten und weil wir als Menschen auf dieser Körperebene sind, erleben wir diese andere Ebene nicht. Wenn wir übergehen in den Tod, ist das nur ein Übergang auf diese andere Ebene. Aber die andere Ebene ist präsent, sie ist da, sie ist überall und jederzeit da. Also es ist nichts hintereinander, also es ist nicht zuerst Leben und dann der Tod oder diese andere Ebene, sondern es ist beides parallel vorhanden. Wir wechseln, wie gesagt, nur das Gleis. Wäre das eine Frage der Wahrnehmung? Diese andere Ebene gibt es, wir können sie aber nicht wahrnehmen. Wir können sie wahrnehmen. Ich bin sicher, dass wir sie wahrnehmen können. Es gibt aus meiner Sicht genügend Erfahrungen. Es gibt genügend Menschen, die Ihnen Geschichten erzählen, Ihnen bestimmt auch Geschichten erzählen, wie sie Übersinnliches erlebt haben zum Beispiel oder wie sie wahrgenommen haben, Kommunikation mit jemandem, der ganz weit weg war. Oder wie sie gespürt haben, dass es jemandem gerade nicht gut geht zum Beispiel, obwohl er ganz weit weg war. Ich glaube, da haben wir Ansätze davon. Und ich persönlich, und jetzt kommt mehr was Philosophisches, ich persönlich glaube, dass in Zukunft ein Schlüssel für die Menschheit ganz allgemein darin liegt, genau diese Ebene zu erschließen. Also Zugang dazu zu bekommen. Ich glaube, dass es möglich ist. Und dazu müssen wir nicht in den Tod. Können Sie diesen Gedanken noch etwas konkreter fassen? Ja, es ist schwer, konkreter darüber zu sagen, wie man diese Ebene erreicht. Ich bin heute als Therapeut tätig und ich habe eine hypnotherapeutische Ausbildung, also arbeite auch mit klinischer Hypnose. Und manchmal erlebe ich in diesen Situationen mit Patienten vergleichbare Elemente. Damit meine ich kein Nahtoderlebnis, sondern Dinge, die auf den ersten Blick nicht erklärbar scheinen. Als Beispiel, ich kann mit einem Patienten oder mit einem Klienten in Situationen gehen, an die er sich auf gar keinen Fall mehr objektiv erinnert. Er kann sich gar nicht daran erinnern, weil vielleicht die Situation gar nicht mit ihm zu tun hat, sondern mit seinen Vorfahren zum Beispiel. Und wir in Situationen gehen können, die im Übrigen hinterher nachweisbar korrekt sind und er sich die Frage stellt, wie kann er eine solche Erfahrung haben? Es betrifft ihn selbst gar nicht. Und trotzdem hat er den Blick dorthin. Und vielleicht ist das eine Möglichkeit oder ein Ansatz, wie man solche Ebenen erschließen kann. Ob das jetzt tatsächlich die gleiche Ebene ist, die ich erlebt habe im Nahtodbereich, das kann ich schlecht sagen, das weiß ich nicht genau. Aber es sind Ansätze in diese Richtung. Im Übrigen bin ich der Auffassung, dass es nichts Neues ist. Wenn ich an Erfahrungen denke, die Naturvölker machen, über viele Tausende von Jahren und wie diese Naturvölker versucht haben, schon auf ganz andere Art Kontakt zu einer anderen Welt herzustellen, das ist ein wesentliches Merkmal in der Kultur von Naturvölkern.
denke ich, da sind wir schon auf einem ähnlichen Punkt. Herr Bartscher, herzlichen Dank für das Gespräch. Danke.